Moin Moin und hallo zu unserem ersten Video auf YouTube, Fichte und Tanne. Wir haben uns einen T4 organisiert, letztes Jahr im Februar, und da haben wir jetzt allerhand dran rumgetüftelt, was man auch auf Instagram ein bisschen nachverfolgen kann, wo wir ein bisschen dokumentiert haben, aber so wirklich videotechnisch haben wir halt noch nichts gemacht, und das wollen wir jetzt mal nachholen, euch einen kleinen Einblick geben, ja, wie kreativ oder eben auch nicht kreativ wir waren. Dann würde ich sagen, dann legen wir gleich mal los. Willkommen im Inneren des schönen T4s. Wir haben uns echt richtig Mühe gegeben. Wir haben den jetzt im Moment ausgeräumt, um ja einfach mal ein bisschen klar Schiff hier drin zu schaffen. Wir waren damit so unendlich viel unterwegs und haben gemerkt, dass der echt vollgemüllt war dann am Ende. Ich werde euch trotzdem einfach erklären, was wo wäre, wie wir was benutzen. Ich denke mal, damit fahren wir auch alle ganz gut. Und in dem Sinne würde ich mal anfangen mit unserem Schrank hier oben. Das ist ein Schrank mit zwei Türchen, die man so öffnen kann, dass man hier zusätzlich noch eine Ablagefläche hat für eine Tasse Kaffee oder was auch immer. Und das Ganze haben wir mit zwei so einen Seemannstauen verknotet. Ja, die Türen lassen sich magnetisch schließen. Und das ist eine super Sache. Wir haben da immer so Bettzeug drin, Klamotten, was man eben so braucht, wenn man das Bett ausgezogen hat und eben die Schränke hier vorne, wozu ich noch später komme, alle mehr oder weniger blockiert sind. Dann machen wir hier oben weiter mit unserem schönen Board, was wir erst nur bis hier hatten, aber dann gedacht haben, ey, lass uns doch einfach eine komplette Seite, so ein Ablageboard bauen und dann hier hinten nochmal rüber. Das ist im Endeffekt auch echt gut gelungen, ist super praktisch. Wir haben da Zeitschriften drauf, Caps, wir haben da kleine Bücher oder Räucherstäbchen, also ein Klimbim. Das kann alles da oben rein, stört auf keine Fälle während der Fahrt, rutscht nicht, fliegt nicht weg und ist einfach nicht so störend ja, hier irgendwo verteilt. Also top Sache. Und dann noch mit zwei Lampen versehen, 12 Volt, zwei Stück für 20 € irgendwo auf Amazon. Total genial. Die lassen sich da ranschrauben und dann führt man die Kabel einfach nur durch so ein gebohrtes Loch da oben durch, dreht die ein, fertig ist das Ding. Weiterhin haben wir uns überlegt, wir wollen diesmal, also im Vergleich zu dem Ausbau davor, worüber es auch kaum Dokumentation gibt, ein Waschbecken und fließend Wasser im Bus haben, sodass wir nicht immer dieses lass mal einen Kanister mitnehmen, den muss man dann immer wieder irgendwo nachfüllen und den dann auf irgendeinen Tisch stellen und dann meinetwegen die Zahnbürste da drunter halten und dann hat man nichts, wo das Abwasser hinkommt. Das fanden wir alles ein bisschen blöd und haben uns deshalb gedacht, wir bauen uns einfach mal ein Waschbecken da rein. Das ist hier so ein kleines, rundes, aber echt effektives Teil aus Edelstahl mit so einem klappbaren 12 Volt Wasserhahn. Einmal drehen, zack geht das los. Total entspannt und man muss eben sich keine Gedanken mehr machen über, wo kommt mein Abwasser hin. Das wird alles in einem Kanister gesammelt und der ist hier unten drunter. Genau, einmal Abwasser, da haben wir den schwarz gekennzeichnet, damit wir das nie verwechseln. Und hier vorne unser Zuwasser, also unser Frischwasser. Das sind 15 Liter Kanister, meine ich. Das reicht dicke erstmal für so ein bisschen unterwegs sein, ist das vollkommen in Ordnung. Darüber haben wir noch so ein kleines Board gebaut für Schwämme, Spüli und Handtücher oder was auch immer. Auch super praktisch, alles was so mit Abwasch zu tun hat, darunter und gut ist. Dann hier oben unser kleines süßes Regal, das ist relativ zuletzt gekommen. Nochmal für so Tassen, Gewürze, was auch immer. Ganz praktisch, ganz süß, Liebe zum Detail gebaut. Hat bisher gehalten. Wir dachten erst so mit dem Kleber, naja, aber alles in allem völlig in Ordnung und ja, schnell mal eine Tasse griffbereit für den Kaffee, wer kennt's nicht.
ist immer praktisch. So, dann zum Stauraum. Wir haben uns hierbei überlegt, im Vergleich zum letzten Ausbau, dass wir viel mehr Stauraum haben wollen und dass dieser ganze Stauraum nicht immer nur unter dem Bett sein soll. Das heißt, wir haben uns hier 3 Schränke gebaut und damit echt viel Platz. Und das wäre der erste hier neben dem Waschbecken. Da haben wir uns überlegt, hier oben, da ist so eine Besteck-Kiste immer drin. Die Bretter haben wir nur so reingelegt, damit man hier so eine Art Schubladen-Feeling hat. Und hier drunter das gleiche in grün, nur mit noch Leisten versehen, damit man da ein bisschen unterteilen kann. Da sind normalerweise Gläser und Kaffeetassen drin. Und das ist echt eine super Sache. Darunter Töpfe, Pfannen, genug Platz. Wir freuen uns da immer mega, dass wir alles unterkriegen, ohne dass die Karre hier vorne so zugestellt werden muss oder alles irgendwie unterm Bett rausgezogen werden muss. Dann unser größter Schrank, da haben wir uns mal echt ein bisschen was gegönnt hier. Für unsere Kühlbox, die haben wir natürlich abgemessen und den Schrank entsprechend gebaut und ein bisschen Puffer gelassen, falls wir mal eine andere Kühlbox wollen oder vielleicht auch noch so einen Mini-Kühlschrank. Muss man mal schauen. Da haben wir hier vorne noch ein kleines Türchen mit Magneten reingeschmissen, dass du also von der Fahrt aus, vom Fahrer aus gesehen, dann zu dir hinziehst, rüberschiebst hinter den Beifahrersitz und dann kommst du auch während der Fahrt an die Kühlbox. Das war uns ganz wichtig, weil das dann schon immer ein bisschen nervig war, wenn du die hier hinten hattest und immer irgendwie doof klettern musstest oder was auch immer. Dann geht das so und so. Unsere Elektrik, ich muss zugeben, ich bin absolut kein Elektroniker oder irgendwas, also bitte verzeiht mir, wenn das ein bisschen aussieht wie Arsch, aber es funktioniert und es wird nicht heiß und es verbrennt nichts und das ist bei mir die Hauptsache. Wir haben hier einen Sicherungskasten, das war mir auch wichtig, dass wir alles ein bisschen abgesichert haben, auch wenn das alles nur über 12 Volt läuft. Wir haben unser automatisches Trennrelais, was bei einer Spannung, die hoch genug ist, ich glaube das sind so 13,9, 14,2 Volt, dazu schaltet während der Fahrt und dann wird unser Schmuckstück hier geladen. Das ist eine Versorgerbatterie von Varta, 90 Ampere-Stunden, also ja, jetzt nicht die größte, aber auch nicht die kleinste Kapazität. Für unsere Zwecke aber vollkommen ausreichend und wir sind sehr zufrieden damit. Dann zu guter Letzt, Open Bottle hier, darf auf keinen Fall fehlen im Camper. Also Flaschenöffner oder Camper ohne Flaschenöffner ist für mich wie ein Fahrrad ohne Reifen. Keine Chance. Also das muss sein und das hier muss auch sein. Wieder unser Schubladensystem ohne diesen ganzen Schienenkram. Einmal einfach unterteilt, da kommen unsere Nudeln rein, da kommt Toastbrot rein, da kommt Müsli rein, da kommt unser Aufstrich rein, also Nutella oder sowas, was nicht in die Kühlbox muss. Und auch hier super Platz, alles magnetisch und reicht vollkommen. Wir kaufen sehr sparsam, wir sind sehr sparsam unterwegs und packen unseren Bus sowieso nicht so voll mit Essen. Dementsprechend kein Problem. So, jetzt habe ich, während ich hier vorne an der Elektrik rumgefummelt habe, hier oben was rausgezogen. Das ist unser Tisch. Der ist, ich setze mich mal, der ist dafür da, dass wir hier so ein bisschen den Gaskocher raufstellen, weil wir keine Schiebefenster haben im Bus und keine dolle Entlüftung, muss ich sagen. Dementsprechend wollen wir natürlich, solange das Wetter das zulässt, einfach den Kram hier draußen haben. Der Rauch zieht hier oben ab, der Wasserdampf, und wir nebeln uns damit einfach nicht die Bude ein und haben da irgendwie Kondenswasser. Also solange das geht, stellen wir das hier draußen hin. Super praktisch und super einfach. Zack. So, dann haben wir alles gesteuert hier oben mit unserem süßen Bedienelement. Spannungsanzeige, Zigarettenanzünder, zweimal USB-Anschluss und dann Lichtschalter für unsere 2 Lampen, die ich ja schon erwähnt hatte. Die machen super helles Licht und ja, gerade wenn du abends irgendwo ankommst und irgendwie noch was suchst, dann ist das dafür natürlich top. Zum Lesen sind die etwas zu unentspannt, da haben wir uns was anderes überlegt. Da haben wir unsere LEDs hier, eine Leiste darunter für die Küchenzeile, ja, fürs Ambiente. Und eine Leiste hier oben nochmal komplett rübergeklebt. Das ist abends zum Lesen ganz cool und das ist auch für die Stimmung abends wesentlich besser als diese hellen 12 Volt Dinger. Zack, zack, da kann man auch noch die Farben wechseln, Discolicht anschalten. Also
Da geht mal ordentlich was. Tja, unser Schmuckstück, unser Ausziehbett, das diesmal von hinten nach vorne organisiert ist und nicht wieder von der einen zur anderen Seite, hat den Vorteil, dass wir da drüben einen Schrank bauen können, einmal komplett rüber und hier vorne noch. Und ja, auch einfach den Vorteil, dass es als Sitzbank gleich super entspannt hier in das Konzept passt, was wir uns überlegt haben oder was wir auch bei vielen anderen schon gesehen haben. Nur auf unsere Weise quasi nochmal, ja, unserem Stil angepasst haben. Genug gelabert. Wir haben hier einfach versetzt die Latten reingepackt und quasi eine Klappmatratze selber gebaut. Das ist so eine Kaltschaummatratze. Da haben wir uns bisher echt nicht viel Mühe gegeben. Das sollte erstmal nur Mittel zum Zweck sein. Die kann man dann entsprechend umklappen. Ja, Liegefläche haben wir 1,22 um den Dreh in der Breite und 1,90 in der Länge. Das reicht uns beiden vollkommen aus und ich denke mal, für so ein kleines Auto oder für so einen ja, noch nicht allzu großen Transporter ist das völlig legitim, das so zu machen. Ich meine immer, mehr Breite in der Liegefläche bedeutet auch weniger Schrank und weniger Stauraum und wir haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden tatsächlich. Uns war auch wichtig, dass man das Bett mit einer Hand ausziehen kann. Das ist uns auch gelungen. Und ja, alles in allem sind wir super zufrieden mit dem, was wir hier geschafft haben. Ja, hier oben unser Himmel, wunderschön geworden, auch mit diesen Paneelen. Wir haben da einfach nur Querbalken rübergelegt und direkt am Holm quasi verschraubt. Das Ganze 3-mal und dann die Latten da drüber gepackt. Das Geile war, durch dieses Nut- und Federsystem Stück für Stück vorgearbeitet. Hier vorne haben die noch so einen kleinen Vorsprung, den wir perfekt unter diese Leiste hier packen konnten. Also das hat mal so geil geklappt. Da hätten wir vorher auch nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, ja, hier vorne beschichtet, auf der anderen Seite lasiert mit dem Kondenswasser jetzt. Sehe ich kein Problem. Ich hoffe, es gibt keine Probleme. Wir haben da drunter jetzt nicht gedämmt. Wir haben da kein Armaflex drunter geschmissen oder sonstiges. Wir haben das jetzt einfach nur alles verkleidet und gucken mal, wie wir damit so fahren. So, dann gucken wir uns das Ganze mal von hinten an. Heckklappe auf. Windig ist es heute. Ja, wir haben uns hier einen Vorhang, der ist relativ zuletzt gekommen, den haben wir uns gebastelt oder eher gesagt haben wir bestellt und haben wir hier oben so festgeklebt. Das ist jetzt nicht unsere schönste Arbeit, muss ich zugeben, aber dieser Vorhang ist einfach super praktisch. Besteht aus 2 Teilen. Da wollen wir überlegen, ob wir hier an der Seite noch irgendwie was zum Einhaken machen. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Zack, zack. Der lässt sich hier in der Mitte noch zusammenknüpfen und dann hat man hier auch mal die Heckklappe auf und trotzdem so einen Sichtschutz. Also damit macht man mal gar nichts verkehrt. Dann hier drunter richtig Stauraum. Wir hatten da Boxen drunter, wo wir so ein bisschen Kram organisiert haben. Wir haben uns aber auch überlegt, ob man jetzt hier an der Seite noch Schienen anbringt und so eine Platte zum Ausziehen reinballert. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir da Bock drauf haben. Dann hier natürlich alles genutzt, was geht. Nochmal ein kleiner Schrank, wo wir Campingstühle oder sonstiges oder Werkzeug oder so, Sachen, die man nicht so oft braucht, einfach nach hinten durchschieben. Also dementsprechend auch hier Platz genutzt, alles was geht, super geil. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was für Holz habt ihr genommen, was für Material habt ihr genommen, wie habt ihr euch organisiert, ist das leicht, ist das schwer, ist das anfällig für Wasser, ist das, keine Ahnung, irgendwie blöd, weil es klappert. Also wir haben uns entschieden für Fichte und Tanne als Rahmen, beziehungsweise diese Tischplatten sind aus Fichte und Tanne. Die haben wir überzogen mit so einer Outdoor-Lasur, so Palisander. Die hält 7 Jahre, die ist also für draußen, aber auch irgendwie auf so einer richtig schönen ökologischen Basis, also nichts Giftiges drin. Kann ich gerne noch mal raussuchen, falls die jemand gebrauchen kann und euch einen Tipp geben.
Die ist also super geil, da perlt das Wasser ab, das ist super entspannt, da auch mal rüber zu wischen. Und ja, dann haben wir hier so ein paar Zierleisten, sag ich mal, haben wir uns noch organisiert aus Kiefernholz. Auch super leicht, das muss ich auch dazu sagen, Fichte und Tanne ist ebenso leicht und stabil. Und ich denke mal, wenn man das ordentlich schützt, das Holz, dann ist das auch gar kein Problem, das hier im Camper zu benutzen. Ich bin allerdings kein Wohnmobilbauer, ich habe da keine Aktien drin. Wir haben das jetzt so ausprobiert, ehrlich gesagt, und bisher ja, gammelt hier nichts weg oder so. Also machen wir das so weiter, bis uns da wirklich mal die Nackenklatsche trifft. Und dann haben wir hier so eine Paneele genommen zum Verkleiden, weil man damit ganz geil arbeiten kann. Die kann man sich zurechtschneiden. Man arbeitet immer Stück für Stück. Die werden hier mit Nut und Feder so zusammengeschoben. Das sind so MDF Outdoor-Paneele. Die sind auch wasserabweisend. Die eignen sich auch für so feuchte Sachen wie im Badezimmer. Und die haben wir dann nochmal extra lasiert von der anderen Seite. Hier vorne sind die ja eh beschichtet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in Windeseile irgendwie vermodert oder flöten geht. Ja, über unserem Bulli ist ein Dachträger angebracht. Oder ein Dachkorb eher gesagt. Den haben wir auf eBay Kleinanzeigen geschossen. Das Ding misst satte 3 Meter in der Länge und 1,50 in der Breite. Super geil. Und wir haben den gekauft. Es ist verzinktes Stahl und war dann so Silber. Und wir haben gedacht, naja, zu diesem Grün hier, da passt kein Silber, da passt Schwarz. Und dann haben wir den mattschwarz angesprüht und jetzt ist das Ding einfach nur Hammer. Also wir wollen da eine Dachterrasse raufbauen und Solarpanel raufschmeißen. Ich glaube, das wird eine mega geile Sache. 2 Dachträger muss ich, glaube ich, noch mehr dafür oder müssen wir noch mehr dafür anbringen, damit man die ausreichende Stabilität hat. Aber dann, Leute, dann wird das richtig, richtig nett hier oben. Ja, das Cockpit. Spartanisch, praktisch gut. Nicht viel Elektronik. Ganz normal Lichtschalter, ja, Radio. Da haben wir noch so einen schönen Subwoofer unterm Bett stehen. Der macht mal richtig Gas. Und ansonsten haben wir uns hier Gore-Tücher als Sitzbezüge genommen, weil die Sitze, ja, nicht grenzwertig, aber eben auch nicht so wahnsinnig wunderschön aussehen. Hier vorne haben wir uns selber noch so 2 Getränkehalter gebaut, die ja so in dem Ding nicht verbaut sind. Und wir wussten immer nicht so richtig, wohin mit unseren Cola-Dosen. Und dafür ist das hier super, super entspannt. Da fliegt nichts durch die Gegend. Wir hatten erst überlegt, das an der Tür hier zu machen, aber dann fliegt der Scheiß immer rundum hier vorne, wenn wir die Türen zuschlagen. Also hier vorne ist das allerbest. Zumal ich da auch noch mein Handy reinpacken kann für Navigation. Hat gleich 2 coole Effekte. Ja, Freunde, jetzt wird es hier richtig ungemütlich. Es regnet, es ist windig. Ja, das war unsere Roomtour und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst uns einen Kommentar da. Wenn ihr noch mehr Interesse habt an Ausbaugeschichten und auch Reisegeschichten, wir haben einen Instagram-Account, da sind Reisebilder, da sind auch ein paar Dokumentationen von diesem T4-Ausbau drin. Wir machen demnächst noch einen zweiten Account auf, nur für Ausbaugeschichten auf Instagram, also das wird mal richtig fett. Und ja, Thema Website sind wir auch dabei, damit wir alles nochmal so auf einem Fleck haben. Schaut auch da vorbei, www.fichteundtanne.com. Und in dem Sinne würde ich sagen, haltet die Ohren steif und bis dann. Safety first. Ciao.